Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LA Noire. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen weiter im Sittendezernat mit dem nächsten Fall. Offenkundige Bestimmung. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Es ist wohl noch nicht vorbei mit dem ganzen Morphium. Ist echt erstaunlich, wie viel... Just can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Das mag stimmen, aber trotzdem müssen wir uns jetzt drum kümmern. Ist aber erstaunlich, wie viel Morphium es da wohl noch geben mag. Auch wenn wir eigentlich das zerschlagen haben, aber... Ja, es hat sich in alle Richtungen ausgebreitet. Und ja, naja, gut. Habe ich eigentlich schon... Ich guck mal bei den Anzügen. Wenn der sowieso keine Wirkung hat, dann kann man ja auch mal gucken, ob man mal irgendwas... Wenn wir mal irgendwas nehmen, was so ein bisschen... Ich meine, das wäre auch irgendwie cool, so auf alte Zeiten angelehnt. Aber... Ich meine, der hat natürlich auch Style, ne? Aber ich finde das halt, der gelbe Hut, das finde ich ein bisschen absurd irgendwie. Du triffst besser mit Thompson, Bar und Schrotflinte. Ich weiß nicht, ich werde einfach mal einen anderen Style haben. Wobei der Buttonman natürlich schon geil aussieht. Und dann mal Sunset Strip. Sunset Strip einfach mal. Einfach mal auch mal andere Anzüge anziehen und sowas. Ich wollte jetzt eigentlich raus. Ach, hier ist der Ausgang. Perfekt. Wollen wir noch ein Straßenverbrechen heute machen? Ich sag, eins können wir mal machen, deswegen fahre ich mal selber. Oh. Warte. Ich wollte ja nicht gleich wieder Copyright-Probleme bekommen. Ganz ruhig hier. Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. There's a change in the wind. About time. This wind will be like a tornado, Phelps. Parker's got a puritanical streak. You never know we'll get swept up in a thing like that. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports of 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. Ja, das kommt wie gerufen. Let's go. You drive. I need to go over the case notes. All units in the vicinity and any central unit. Citizen reports of 415 at 7th and Central. Unit to handle code 2. Identify. This is 11K. We'll handle the 415. 11K, Roger. Your 415 is at the corner of 7th and Central. Oh, All right. God. I bet it's a domestic. The police shouldn't have to get involved in this crap. You were dumb enough to marry the guy, sweetheart. Don't come crying to me now. Ja, Roy, wir stehen das durch, okay? Es wird nicht so lange dauern. Tödlicher Sturz. Some disturbance. I need to get up there. Damn it! Rauf da! Go on, get after him. Ist er denn jetzt gestorben? Ich meine, der ist ja eigentlich noch ziemlich günstig gelandet. Es hätte schlimmer kommen können, aber ich glaube, es hat trotzdem gereicht, um zu sterben. Dudley, you
You saw what happened. That creep attacked me. I can't watch you go around with drunk losers like that anymore, honey. What were you doing up here with him anyway? You deserve better. He invited me up to. Dudley, I had no idea you felt this way. Oh boy. Aber kennen wir die eine nicht schon oder ist das einfach so ein... Get back here! Die haben wir doch schon mal gesehen irgendwo. Oder sehen die alle gleich aus hier? Ich weiß es nicht. Oh Junge. Roy. Nice Drift. Kannst aber eigentlich auch selber fahren, wenn du so eine Fahrkünste hast. Ich dachte, er hat schon... Achso, ich dachte, er hat schon einen Unfall gebaut. Okay. Es ist... es ist hier schon wieder los. Vorsicht. Step on it, huh? Just get me a little closer. Ja, ich muss aber trotzdem auch an die 5-Sterne-Wertung denken. Die ist aktuell noch möglich. Deswegen, Alter, diese Physik in diesem Spiel, ne? Also die Autophysik ist hier eigentlich nicht so wirklich vorhanden in LA Noire. Ist natürlich jetzt auch nicht der Schwerpunkt. Deswegen ist das in Ordnung. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Ach komm, der hat doch sowieso gleich einen Unfall. Eigentlich ist das total egal, was jetzt hier passiert. Hit him. Clear this asshole off the road. So, jetzt baller ihn nochmal weg. Och, Junge. Oh boy. Weg da. Weg. Er ist so... Er kann fahren, wie er will, ne? Und ich muss aufpassen, dass ich keine Leute ummähe. Mann, jetzt, Leute, macht euch doch mal aus dem Staub. Oh, was... Hä, was war das? So, und jetzt hat er gleich auf mysteriöse Art und Weise einen Unfall. Ich hab's irgendwie im Urin. Still good. We need to get closer. Get in close and steer him off the tar. Kannst du bitte mal wieder schießen? Puff. Gib ihm. Jetzt haben wir ihn. Komm. Freie Let's Fahrt. see how fast he runs on bare rims. Und bumm. Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt ist der Moment gekommen. I've had less scrapes in a bumper car. Sag mal, das kann doch langsam nicht mehr wahr sein. Jetzt wird er gleich von einem Zug erfasst. Oder wir fahren in die Kanalisation. Und tschüss. Ach, das war so klar, ne? So, Feierabend, Kollege. Arrest, asshole. Dudley Lynch. I didn't mean for him to fall. I swear to Christ I didn't. I just wanted to keep him away from Shannon. He was taking advantage of her. It's out of my hands, Lynch. Claim self-defense and see if Miss Perry will testify on your behalf. Aber wir haben mal wieder ein Straßenverbrechen aufgeklärt, ohne dass zumindest der Verdächtige, also der Täter, gestorben ist. Das ist eine Seltenheit. Aber trotzdem ist jemand anderes wieder stattdessen gestorben. Also, ja, Ha. Gut. You know the way. You can drive. You can drive. Muss ich jetzt einmal... Ja, genau. Gehen wir einmal außen rum nochmal. Das Auto nochmal ein bisschen inspizieren. Das ist ganz schön dreckig. Da unten sollte man die Reinigung fahren. Oder selber mal Hand anlegen, Roy. One-11 Club um Homicide guys are already inside. 16:26 Uhr. Bukowski. Phelps. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bow. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready.
Ja, Roy mal wieder richtig witzig unterwegs hier. Ah, Mann, dieser Kerl. Ich meine, ich finde es ja cool, dass man verschiedene Charaktere auch hat, so als Partner, dass man mal so den Netten hat, dann den Routinier und dann so einen eher eigenwilligen Typen wie Roy, so. Aber es ging ja richtig zur Sache. Heilige Scheiße, haben die Bar zerlegt hier. Hier gibt's doch bestimmt auch wieder eine Zeitung oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es halt nicht, aber ich habe bisher noch keine verpasst. Must have pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Ja, so schreit irgendwie so nach, leg dich nicht mit uns an oder so, dann sonst passiert das mit dir. Auch so eine Signalwirkung vielleicht, einfach. Find anything interesting? Eine Fluppe. Eine Fluppenpackung. Nicht wirklich bisher. When you're ready to have a civil conversation, Ah, und noch will ich mich nicht unterhalten. Das ist ja hier, ja, relativ unwichtig. Was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder, ach nee, hier. Na gut, aber das ist nur eine Streichholzpackung von dem Club hier, also das ist ja gut. Hier wurde aber richtig geballert. Guck mal, hier auch nochmal in die Scheiben da wurde richtig reingeballert. Es ist ein Wunder, dass die nicht zerklirrt sind. Wie kann da einfach nur so ein Loch drin sein? Ja gut, das ist ja wieder... Das kannst du auch echt... Okay, der Koffer ist relevant. Die haben ja auch schon was aufgestellt. Aber ich gucke erstmal da, wo sie noch nicht waren. Vielleicht finden wir irgendwas richtig Cooles, Neues. Wo die noch nicht waren. Hier ist doch bestimmt auch nochmal irgendwas. Kann es sein, dass da Morphium drin ist? Dozen packs to a carton. 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. Wollen wir mal aufmachen? Geht nicht? Ich dachte, vielleicht ist da Morphium drin oder so. Es fehlen 2 Knarren. These look brand new. Never fired. They haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Ja, vielleicht sind das... fehlen ja 2 theoretisch, also vielleicht sind das sogar noch mehr. Also... Ist das hier Rotkäppchen oder was ist das hier? Na gut. Weiß nicht, ob ich mich jetzt schon unterhalten soll, aber... Ne, ich mach das gleich mal. Biddleson. Na, was hast du so? Da ist nix. Ih, habt ihr dieses Matschgeräusch gerade gehört? Eieiei. Hast du denn da so irgendwelche... Sieht nicht so aus, ein paar Kratzspuren oder was das sind. Vielleicht ist es auch nur ins Gesicht gesplasht. Der hat aber bestimmt irgendwas Nettes in der Tasche wieder. Morphium. Do we have a new source, or is this coming from what's left in circulation? Stimmt, kann ja auch eine neue Quelle sein. Das Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Nix drin?
So, ein Koffer. Den... Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. Den kennen wir doch schon, den Koffer. Also wir haben schon mal einen ähnlichen schon mal gehabt. Aber es war halt in diesem einen Fall, wo wir die beiden da... Wo die beiden gestorben sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der noch? Gar nicht so lange her, aber... Die beiden halt, die... What's that click? Kommt doch irgendwas... Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. I've won. Wer die Anspielung versteht. So. Was haben wir da denn? Haben wir ein Ticket? Für den Blue Room Jazz Club. We should follow up on the musician angle. He kept his stash close at hand. You catch all the good ones, Phelps. Mehr ist das nicht? Ich meine, gut, es ist doch schon cool, dass das ist ein nettes Secret. Sind wir fertig hier? Jupp. Aber wir können uns trotzdem nochmal unterhalten hier mit den Leuten. Vielleicht müssen wir sogar eine Befragung noch durchführen, ich weiß nicht. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Ja, es muss aber sein und wir wollen jetzt erstmal was wissen und zwar was ist hier eigentlich passiert? Wie sah die Schießerei dann eigentlich aus hier? Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Ich glaube, sie weiß mehr. Ich glaube, sie weiß mehr. Wir machen mal ein bisschen Druck. You want to level with me, miss, before we start taking an interest in you. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Was wissen Sie denn über Eddie McGoldrick? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Ich glaube, das ist die Wahrheit. Ist jetzt nicht irgendwie... Ja, sie guckt auch ganz normal. Also im Vergleich zu vorhin, ich denke mal, das ist die Wahrheit. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the sort of quality product that you don't need to advertise. Thank you for your help, man. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Gut, dann wollen wir mal weiter. Kommst du rein, Roy? Hollywood Revier oder Blue Room? Gehen wir mal zum Revier. Wie weit ist denn die Fahrt eigentlich? Ist das jetzt... Ah, ist eh gleich um die Ecke. Können wir machen. How well did you know the owner? McGoldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off. Any Central unit, suspect to be taken into custody at Southern California Auto Club. Stand by for further unit to handle identify code 2. Nee, das machen wir jetzt heute nicht mehr. Ein Straßenverbrechen reicht mir. Den Rest machen wir dann irgendwann später.
going on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working the... Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus. I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Okay. Zeig mir mal, wo es lang geht. Moving up to a 45. I want to stop him with one round. Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club? Ich weiß nicht. Indem wir schauen, ob sich hier irgendwas wiederholt. Sheldon Courtney. Den kennen wir doch. Oder nicht? Ne, Kelso meine ich. Jack Kelso. Okay, das interessiert ihn gar nicht. This is the crate we recovered. Na gut, ist schon unterstrichen, also. 500,000 cigarettes loose on the streets of LA. 300 von diesen Waffen. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Und nochmal 400 Stück. Thompsons. Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Thanks, Harry. Stay in touch on this. Also gut, dann wollen wir doch mal zum Dings Club, zum Blue Dings Club. Bitte keine Fotos, bitte keine Fotos. Wir sind noch nicht fertig im Hollywood-Revier. Fehlt irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nichts fehlt. So, half your old lackeys were on that boat, the late Mr. Goldrick included. They weren't my lackeys. Subordinates then, whatever you want to call them. There were a lot of people on that boat. Maybe you're behind this whole thing, Phelps. Wouldn't that be a master stroke? Hey, cut me in early and we'll ride this one into the sunset. Sounds like you've got the case all sewn up, Roy. We should call it a day and go home. And miss out on the Blue Room? I couldn't do that to you. Ja, ja. Wie weit haben wir's? Wir sind gleich da. Okay. Einmal eben zum Blue Room. Und dann mal gucken, wie das hier weitergeht.
Also diesmal läuft es schon um einiges besser. Ich habe noch keine Intuition benutzt und habe 2 Sachen richtig beantwortet. Das gibt mir schon mal am Anfang eines Falls schon mal ein gutes Gefühl. Und ist dann nicht gleich so ein Dämpfer. Blue Room um 18:10 Uhr. Ich meine, Cole ist ja auch oft hier, also Phelps. Die kennen ihn ja auch hier. Er ist ja auch regelmäßig hier. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lichtman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries under Sturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy, how about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, Head Officer. We have work to do. Also gut. Elsa Lichtmann, 30 Jahre. Und natürlich hier die Jazzsängerin im Nachtclub. Aber wir haben sie ja auch schon häufiger gesehen. So. Ja, mal gucken, was sie zu dem Morphium aus dem Armeevorrat zu sagen hat. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Ich glaube fast, dass man da ein bisschen Druck machen muss. Ist das die Zugangskarte? Ich mache mal jetzt mal tatsächlich eine Intuition, weil sie hebt die linke Augenbraue immer so ein bisschen. So, also... Ich glaube, es ist... Ich guck mal, was passiert, wenn ich sie beschuldige. Hopheads appear to get a free pass at this club. You all know about the morphine. And how do you expect to prove that? Naja, ich habe hier diesen Ausweis. Steht da irgendwo Free Ticket oder sowas? Was hat er nochmal genau gesagt? Ah, ich weiß nicht, You don't ask, you never find out. Ich probier's mal. Ich muss es tatsächlich mal machen. Ich glaube, es ist das, aber... Ah, okay. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht damit, aber nee, okay. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Ist jetzt vielleicht die Eintrittskarte? Also I don't believe you. You knew these men. And how would you like to prove that, detective? Das muss doch eigentlich ein Beweis sein. Ich weiß nicht, ich probiere es, aber es könnte auch ein... Zugangskarte für einen Musiker zum Blue Room Jazz Club. Und sie ist ja auch regelmäßig hier, also müssten die sich eigentlich getroffen haben. You're out of your depth here, detective, and you're asking the wrong questions of the wrong people. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage, you have never felt ashamed.
This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words and very noble. But words are just words, Cole Phelps. She's right. We need to pay a visit to the Mixter. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Okay, wir sollen sie einfach mal ein bisschen beschatten. Ich hätte eine Intuition noch benutzen können, aber ich dachte mir, das war offensichtlich, dass sie die kennt, wenn die da eine Zugangskarte haben zum Blue Jazz Club. Dachte ich, okay, dann sind die sich sicher über den Weg gelaufen. Weil die haben da ja sicherlich so ein Abendprogramm, wer wann wie spielt und dann muss man sich ja auch absprechen. Und deswegen dachte ich, dass das vielleicht, aber scheinbar hätte ich wahrscheinlich einfach nur Viereck drücken müssen. Ach ja, naja. Der Fall ist ja bis jetzt nicht so lang gewesen, da komme ich ja schnell wieder an diesen Punkt. Dann kann ich das einmal nochmal begradigen. Ist aber interessant, dass man jetzt mal alleine unterwegs ist. Ich meine, wie oft ist man in L.A. Noire alleine unterwegs ohne Partner? Das ist jetzt gerade wirklich ein sehr seltener Moment. Das ist jetzt hier Cole Phelps hier Alleingang. Sammy? Move in. Can't risk losing the trail. Was? Sie ist direkt vor mir. Was willst du, Phelps? Da hinten saß auch noch einer im Auto. Der sah ziemlich wichtig aus, ehrlich gesagt. Ach, er war das. Aber da saß doch eben noch jemand anderes im Auto. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. I can't decide between the tuna fish and the chicken. I just don't know how to dance. LAPD, we have some questions Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners.
Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy, or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Möglicherweise. Gucken wir mal. Mayor Harris Cohen. Mickey Cohen, bekannter Verbrecherboss. Ja, den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, auch in der Zeitung und so weiter. Apropos Zeitung, ich habe jetzt gar keine gefunden. Ist das ein Problem, oder? Ich werde dir auf jeden Fall gar nichts glauben. Das ist schon mal... Der wird uns niemals die Wahrheit sagen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon ausschließen, aber wir gucken mal. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Das glaubst du auch wohl nur selber. Aber ich habe gerade nichts, was ich beweisen kann. Lenny... Ich weiß nichts über das, was Lenny vorhatte. Nee, wollte ich eigentlich... Ich wollte hier jetzt eigentlich nur... Er wusste nicht, was Lenny vorhatte. Kann ich das beweisen, dass er... Ich habe Lenny darauf jetzt... Ich mache mal einfach mal ein bisschen Dampf. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Ich weiß nicht, ob du hier in Kid nennen sollst. Du bist doch selber gerade mal 33. Es ist nicht so, dass du 50 bist und hier mega der Don bist. Junge, 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 ey. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Wie er schon grinst. Wie er schon grinst. Wie er schon grinst. Also zur Not nehme ich eine Intuition, weil ich habe jetzt noch 4, also... Es könnten die Schiffspapiere sein, aber ich glaube... Na, ich guck mal. Ich gönne mir meine Intuition. Okay. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! I want to make homicide. No, shit. Da haben wir nichts wie los. Ah, Mickey Cohen, Mann, der wird uns auch noch so Ärger machen. Ja, das ist alles nicht so cool gerade. Alle nur hier am Rumstressen und sowas. Busschießerei. Es stört mich, dass es immer noch nicht durchgestrichen ist, das Revier, aber gut, vielleicht kehren wir später nochmal zurück.
Und dass ich die eine Frage falsch beantwortet habe. Officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson. Shots fired. Any units to handle identify. Code 3. All units. Further on the shooting at 1384 North Bronson. 116 Adam reports the suspect is on the roof of the J.W. Robinson building. All units approach with caution. Naja, ich bin schon... Units 49 William 15 Adam go to 1370 Gordon Street. Establish a perimeter and stand by for further. Any other units to respond. Code 3, identify. Ja, ich bin auch schon da. Busschießerei. Was? Wie kann man denn so schnell sterben, Alter? Wie gut zielt er denn? Na gut, der hat eine bessere Waffe. Das ist natürlich... Alter, der zielt aber echt krass. Junge, wie viel Headshots hält der aus? Alter! Warte kurz. Da wird man hier in Schwarz-Weiß-Zeitalter zurückversetzt. Oh, Junge. Was stimmt mit dem nicht? Mann! Wenn er nachlädt, muss ich ihn erledigen. Can't make the shot. Oh, ich kann nur schießen, wenn er nachlädt. Move, I've got you. Alter! Junge, ich hole mir jetzt eine bessere Waffe. Ist mir scheißegal. Das kann nicht wahr sein. Nein, hör auf, das immer einzublenden, Mann. Du hast doch bestimmt hinten noch was drin, oder? So, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier. Was hast du noch? Jupp. Den nehmen wir. Das reicht mir jetzt hier langsam. I can't make the shot. Junge. Shit. It really hurts. Ja, ich weiß, aber... Junge. Ey, was? Ich glaube, ich muss da wirklich näher ran. Einfach, es geht, glaube ich, gar nicht. Ich muss da tatsächlich näher ranlaufen. Ich kann den gar nicht erledigen von hier. Wenn er nachlädt, renn ich. Er kann mich hier nicht... Okay, jetzt kann ich von hinten rauf und ihn einfach erledigen, oder was? Da. Okay, ja, der war also im God-Mode. Ja, das war aber auch schon... Ich habe dem ein paar Headshots verpasst. Normalerweise hätte der sterben müssen. Und das hört er jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil er die ganze Zeit Dauerfeuer Abenteuer macht. Oder steht der richtet die Waffe jetzt auf mich? Oh Junge, du hättest einfach jetzt schießen können. Und jetzt stirbt er auf einmal so, ne? Es ist hier auf wundersame Art und Weise. Auf einmal stirbt er. Den Scharfschützen durchsuchen. Das mache ich aber mit Musik. So. Gucken wir doch mal. Erstmal die Knarre angucken. Ist das eine von diesen, die wir da gefunden haben? Eine von denen, die gefehlt haben? Sieht mir fast so aus. Aber das heißt, es hat noch eine andere Person, noch eine. Vorausgesetzt, da waren alle 5 in dieser Halterung drin.
In diesem Waffenhalter. So, was hast du denn hier? Ih, wie das knackt schon. Ih! Ist ja widerlich. Da ist nix. Ich gucke immer erst die Arme ab, weil, naja, vielleicht noch eine alte Angewohnheit von damals am Anfang des LPs, wenn ihr euch noch erinnert. Wo oft, ja, Frauen ermordet wurden, die dann immer irgendwelche Ringe getragen haben. Aber das ist jetzt mittlerweile schon Geschichte. Und den Black Dahlia-Mörder haben wir eh schon beseitigt. Sieht nach einer Busroute aus. Phone number and restaurant table. Aber gut, das oben ist irgendwie eine Route 217. Er wollte wahrscheinlich eine bestimmte Person ausschalten oder was in dem Bus, weil er wusste, dass er da längs fährt. Alvaro also. Es kam jetzt nicht die Musik, dass wir alles gefunden haben. That guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Ja, aber er wird ja nicht einfach so angegriffen. Also er sollte sterben. Er war das Ziel. Eben bei dem Anschlag auf den Bus. Er sollte sterben. Was weiß er denn über den über den Coolidge-Raub? You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Deswegen blinzelst du jetzt einfach in der dreifachen Frequenz, oder was? I don't believe you, Felix. I've got gunmen blasting away at innocent citizens. This is getting out of hand. Is there something you want to tell me? I don't appreciate you calling me a liar, detective. You want to prove that I was involved? Naja, ist das jetzt der Notizbucheintrag? In der Passagierliste weiß ich jetzt nicht, ob er da mit drauf war. You're off the hook. For now. Ich mache jetzt mal eine Intuition, weil ich dachte eigentlich bei der nächsten Frage muss ich diese Liste vorlegen, aber ich probiere es mal mit hier. Okay. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Das kannst du laut sagen, ey. Es war die Hölle auf Erden und dann hier bei sowas wolltest du dir ein neues Leben aufbauen und alles hinter dir lassen und gerätst dann wieder in sowas hinein. Ha. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Ja, das ist jetzt kommt die Liste. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Ja, warum steht dein Name auf diesem Zettel? Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Jack Kelso. Oh, die Reunion. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. Jetzt gibt's die Wiedervereinigung mit Jack Kelso. Das erste Mal seit dem Krieg müsste das sein. You gotta be kidding me. Ich will gucken, ob wir das Auto noch nicht haben vielleicht. Okay, das ist ein ganz normaler Krankenwagen. Gut, dann würde ich mal sagen, telefonieren wir mal und holen uns mal eine Adresse von Jack Kelso. Oder warum sollen wir telefonieren?
Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thank you. Auf die Frau ist immer Verlass. Echt krass, wie schnell sie das auch immer rausfindet, ne? Einmal nur kurz mal blättern. Ja, der wohnt da und da. Das muss man sich mal vorstellen in der damaligen Zeit. Heutzutage hast du da IT-Systeme, wo du einfach nur kurz suchst. Und damals mussten die das alles händisch machen. Das ist schon beeindruckend. So, die Jungs von den Six Marines bringen Felix Alvaro bei der Busschießerei dazu, die Marines des Coleridge-Raubes zu verraten. Dafür gab es die Trophäe. Sind wir denn jetzt hier schon... Können wir jetzt hier... Wir können immer noch ins Hollywood-Revier rein. Ist immer noch nicht durchgestrichen. Wollen wir da doch nochmal hin und mal gucken, was da jetzt los ist? Ey, ich lasse mich da mal kurz hinfahren. Vielleicht ist da doch noch irgendwas. You're behind the wheel. Es ist ansonsten einfach nur ein kurzer Trip, aber... Da kann er eigentlich anbleiben. Ich überspringe sowieso die Fahrt. Geht das Radio jetzt auch nur an, wenn er sitzt? Nein! Stimmt, die haben ja noch einen Dialog. Gut, den reiche ich euch später nochmal nach. Das ist kein Problem. Ich muss den Fall sowieso nochmal spielen. Oder kann ich vielleicht sogar... Ich will mal kurz was testen. Eigentlich müsste er gespeichert haben. Es ist jetzt ein bisschen riskant, aber ich versuche es mal. Ich versuche mal kurz mal rauszugehen. Das ist eigentlich... Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Offenkundige Bestimmung, 15:29 Uhr, ist vor 3 Minuten. Das kommt eigentlich ganz gut hin. Das ist der letzte Savepunkt. Und dann sollten wir den Dialog eigentlich nochmal hören können. Bevor ich es dann am Ende vergesse, mache ich das lieber jetzt. Ich glaube, jetzt müssen wir nochmal telefonieren, oder? Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. So, jetzt müssen wir nochmal telefonieren. Gut, das kriegen wir jetzt auch noch kurz hinter uns gebracht. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks, ma'am. Gut, und dann können wir jetzt das nochmal machen mit dem Dialog. Ich wollte einfach nur da schnell hin. Aber, ja, gut. Ich wollte noch einmal gucken. Vielleicht ist da noch irgendwas, aber was soll man da jetzt noch großartig machen? Also, das ist jetzt die Frage, ne? You can drive. Do we know where we're going? Ja, erstmal zum Hollywood-Revier. Mal gucken. Und diesmal überspringe ich nichts. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. It won't work. He's a tough customer. Okay, das war jetzt auch nicht so weltbewegend, aber ich wollte euch das auf jeden Fall mal gezeigt haben. So, theoretisch, ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas stattfindet. Gibt es hier noch irgendwas, was wir machen können? Können wir mit irgendwem sprechen? Auf jeden Fall, die Leute sind alle hier weg. Was ist das für ein Auto? Wenn das hier vorne steht, könnte das besonders sein. Nein. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich gucke einmal kurz hier. Ist hier jemand im Interviewroom? Nö. Ich meine, das muss nichts heißen, ne? Es kann auch sein, dass hier... Dass wir einfach nochmal zurückkehren und deswegen das noch nicht durchgestrichen ist. Okay, der hat nichts zu sagen. Ansonsten... Ja, weiß nicht. Also, was soll man hier sonst machen? Vielleicht mal nach unten gehen oder so? Technical Services. Nö. Ja, gut, dann, ja, was...
Gab jetzt auch keine Anweisung oder so mehr hier, sprich noch mit dem und dem, sondern es wird dann wahrscheinlich einfach noch irgendwas los sein hier. Need a drink. I got the jitters again. Guten Tag. Cool, dass man ja einfach so rein kann. Ja, gut, ich glaube, das ist relativ sinnlos, hier noch weiter rumzulaufen. Dann können wir auch gleich mal zu Jack Kelso, was ja viel interessanter ist, ihn wiederzutreffen. Müssen wir ihn dann auch noch verhören? Ich weiß das halt einfach gar nicht mehr. So lange her, dass ich das mal selber gespielt habe. Ich habe es zwar in einem Let's Play gesehen vor vielen, vielen Jahren, aber da merke ich mir auch nicht immer jede Kleinigkeit. Gut, dann lasst uns doch mal dahin. So, ich muss das ja, glaube ich, mal markieren, sonst würden wir, glaube ich, wieder zum Hollywood-Revier fahren, was ziemlich dämlich wäre. So, rein da. Can you drive to this one? Es dürfte, glaube ich, jetzt keine Dialoge geben. Nö. Ich bin aufgeregt. Ich habe nur noch 1 oder 2 Intuitionen. Kelsos Apartment um 15 Uhr. Hello, Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Oh shit, jetzt nehmen wir ihn in die Mangel. Mehr oder weniger. Oh, hier sind aber viele Fragen. Das sind mehr Fragen, als ich Intuition habe. Ich habe Angst. Jack Kelso. Ehemaliger Marine und Offiziersschulabbrecher. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Ja, wir wissen, dass Sheldon bei dir war. Das hat nichts mit dir zu tun. Da steht nichts von Kelso, ne? Tschüss, Papiere. Ich glaube, wir haben nichts, was das beweisen könnte, dass er da tatsächlich mit drin steckt. Ich glaube, ich mache einfach ein bisschen Druck. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You'd better watch your mouth. Hat er da Unrecht? Roy? Hat er da so Unrecht? Was ist denn mit McGoldrick? Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Ich will dafür jetzt keine Intuition benutzen. You okay, Phelps? Standing around, doing nothing? You look shell-shocked. Sagt er die Wahrheit? Ich kann ihn nicht einschätzen, den Kerl, ne? Er wirkt relativ entspannt, aber blinzelt doch relativ häufig. Und ich will dafür jetzt keine Intuition benutzen, weil wenn ich die jetzt benutze, dann kann ich sie gleich nicht mehr benutzen. Weil es gibt noch 3 Fragen, die ich hier ihm stellen muss. Also 2 danach. Ich weiß nicht, es ist zwischen... Ich hadere gerade zwischen X und Viereck.
Ich guck mal ganz genau nochmal in den Dialog. Wusstest du, dass Eddie McGoldrick kürzlich zu Geld kam und einen Nachtclub gekauft hat? Ich meine, der muss nicht alles wissen. Er kann ja auch nicht alles wissen, so. Nein, das wusste ich nicht. Und seine Reaktion... Ich meine, warum blinzelt man so häufig, wenn man die Wahrheit sagt? Wisst ihr was? Scheiß auf alles, ich riskier's. You want to take a guess where he got hold of the cash? Not really. Shit. Bin drauf reingefallen. Es war X. Damn. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Ja, wenn er schon so diesen Screen macht, dann ist das... You're not a good liar, Jack. I know you want to help your guys, but this has gone too far. If you believe I had anything to do with the theft of the BARs, or the morphine for that matter, I suggest you produce some evidence. Das kann ich nicht beweisen. Ich meine, gut, er war auf der Liste mit drauf. Er war mit auf dem Schiff. Vielleicht ist das ein Beweis. I made a mistake. Na, ich mache jetzt eine Intuition. Ich will das wissen. Ich will das jetzt wissen und nicht erst gleich im Guide. Ich will das jetzt wissen. Ist es... Es ist die Wahrheit, okay. Guck mal, so wie er guckt... Er ist einfach nur genervt, aber an sich... I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. Guck, das von seiner Mimik her, ich hätte wirklich gedacht, der würde lügen oder so, wenn er so die Augen verdreht und so. Er ist einfach nur genervt von Phelps. Ist einfach nur genervt von ihm. Er kann ihn einfach nicht leiden. Ich meine, Phelps konnte auch nicht immer was dafür, dass er immer befördert wird, etc. Das sind ja die Leute, die immer da von ihm glauben, dass er der große Auserwählte ist. Da kann er ja auch nicht immer was dafür. Er ist ja nicht immer derjenige, der sich in den Vordergrund drängen will, aber... Letztendlich ist er auch nur ein Mensch wie jeder andere auch, der auch Fehlentscheidungen trifft, aber naja. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Doch, du weißt es. I don't believe you, Jack. You were there. You were either involved or you know who is. Ja. You're calling me a liar, Cole? Das war der Hinweis. Something to back that up. Das war der Hinweis, den ich I won't let you hide behind your rank any longer. Das war der Beweis, den ich gebraucht habe. You can tick me off your little list. I'm not involved. Hä? Okay. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? No shit, ich habe echt gedacht, oh Mann, ich habe echt gedacht, das wär's. How many more friends of yours are gonna get plugged today? Ich habe wirklich gedacht, dass mit der Liste, das ist es, aber gut, dann halt nicht. Ich muss ihn also nochmal befragen. Gut. Da wir schon über eine Stunde sind, kürze ich das Ganze hier auch nochmal ein bisschen ab. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Ich meine, du kannst gerne aber die nächste Befragung durchführen. Also ich wäre da sogar sehr dankbar, wenn du das machen würdest, Roy.
Roberts Diner um 16:18 Uhr. They just walked up and shot the man. 2 of them officers, they went that way. Go on, get after him. Mach die scheiß Sirene aus, ich kann das nicht haben. Fängst du auch an zu ballern, oder? I can't take the shot from here, Cole. Hit him. Clear this asshole off the road. Gib ihm. Ja. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Ja, ich muss ein bisschen darauf reagieren, was er macht. Ich kann ja nicht in die Zukunft sehen. Get in close and steer him off the tar. I can't take the shot from here, Cole. Jetzt aber. Komm mal, jetzt musst du doch treffen. Freie Schussbahn. Komm schon, Roy. Hit him, Cole. Spin him out. Ich meine, ich kann ihn auch abdrängen, aber ich habe Angst, dass das Sachschaden verursacht. Aber ist ja eh egal. Sowieso. Spielt sowieso keine Rolle mehr. Junge, ey, wie die... Sorry, musste gerade kurz sein. Könnt ihr nicht einfach Nagelteppiche werfen oder sowas? Oh. Easy. Weg da, ich gehe jetzt hier in Deckung. Bye-bye. Und irgendwo ist noch einer. Da ist er doch. Find some cover. Find some cover und der steht da einfach nur so rum in der Gegend. Okay, die eine Dame macht einfach Moonwalk da hinten bei der Absperrung. Interessant. Aber 2 Tode bedeutet auch keine Befragung durchführen. So, lass mich raten, das ist die 5. Waffe. Du hast nichts dazu zu sagen? Ist das halt so wie immer, oder was? Ach, Leute, ey. So, einmal kurz hier. Das ärgert mich ein bisschen mit Kelso. Aber das ist auch eine harte Nuss. Das ist wirklich eine harte Nuss, der Kerl. Bei ihm weißt du halt nie, ist er jetzt einfach nur genervt von Phelps oder hat er wirklich was zu verbergen? Ich glaube, es ist keine Schande, bei ihm daneben zu liegen bei einigen Punkten. Ich guck mir mal dein Gesicht an, auch wenn das eigentlich total egal ist. Los Angeles Hafenbehörde, das ist die Liste. Aber die haben wir ja schon. Oder ist das eine andere Liste? Felix Alvaro, da ist er. Leo Epstein. Edward McGoldrick. Walter Beckett. Jack Kelso, er war doch mit am Start. Courtney Sheldon, aber das ist doch die Liste, die kennen wir doch. Also deswegen dachte ich ja auch, dass das der richtige Beweis ist. An LAPD file. We have a traitor in our midst. All of the names on the list have a hit team assigned to them. John Higgins, Michael Driscoll, Walter Beckett. Es wird immer heftiger, immer verworrener hier dieser Fall. Da noch irgendwas drin? Mickeys Treffen um 21 Uhr beim Newsview-Gebäude. Sheldon, Mitte 20, 1,78, dunkle Haare. Cohen is meeting with Sheldon tonight. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Ich muss erstmal muss ich Zeitung lesen. Ist wichtig. Skandal im LAPD könnte bis ganz nach oben reichen. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brenda Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term.
My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all served. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Du miese Ratte. Du miese, miese, miese Ratte. Grins mal noch so, ne? Das steht hier in der Zeitung. Ich weiß immer nicht, ob das, was wir in der Zeitung sehen, auch das ist, was Phelps aus der Zeitung entnehmen kann. Wahrscheinlich nicht, weil sonst würde er ihn jetzt darauf ansprechen. Aber das ist schon eine krasse Sache. Das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Ich meine, das Auto stand ja halt auch da, als er Elsa besucht hat. Und dann hat er die Chance genutzt. Hat er das von Anfang an geplant? War das der Grund, warum er ihn in seiner Abteilung haben wollte? Das ist jetzt die Frage. Ist crazy auf jeden Fall. You know the way. You can drive. Where are we going? Gehen wir mal erstmal zum Chinese Theater. Ich will eigentlich gar nicht mehr mit dem Kerl jetzt unterwegs sein. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Get in close and steer him off the tar. Ja, wir versuchen's. No good. We need to get closer. Hit him, Cole. Spin him out. Muss mal aufpassen, dass ich dich nicht gleich hitte. Step on it, huh? Just give me a little closer. Weißt du, der Kerl verpfeift uns hier einfach. Der will jetzt hier einen Skandal verursachen und wir müssen jetzt noch hier noch mit ihm herumcruisen. Ich glaube, es hackt. Bam, Junge. Stirb einfach. So, Feierabend jetzt hier, Leute. LAPD, put your hands in the air. Ja, aber der eine war doch noch gar nicht tot, oder was? Der ist doch weggelaufen. Oder wen habe ich denn jetzt erledigt? Hä? Was ist hier gerade passiert? Hä? Okay. You can drive. Fine. Where are we headed? Hollywood Post Office.
Was ist hier schon wieder los? So, einen hätten wir schon mal. Ich mache jetzt einen kurzen Prozess. Ah, wo bist du? Throw out the guns. They're giving ground. Move up. We gotta tag the rest of them. Yep. So, ran da. Ran da, ran da, ran da, ran da. Stay in cover. Bam, einer weniger. Und Ding Dong. Lichter aus. So, mal bitte wieder Fallmusik. Gut, er lebt halt auch noch. Wir durchsuchen einen, der noch lebt. Tell Courtney. Bad luck. It was worth a try. God. Ih. Lenny Finkelstein. Polar Bear Ice Company. They really did it. Wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Nein, nicht wieder sein. Nein, 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 nein. Ich wollte... Kann man nicht in seine Taschen gucken oder so? Nur da und oben. Okay. Aber das ist doch nicht alles. Stuff only. Manager. Ah, hier geht's weiter. Wir können noch weiter gucken. Also theoretisch. Aber die Fallmusik ist ja noch nicht vorbei. Also das heißt, hier könnte noch irgendwas liegen. Vielleicht. Also möglicherweise. Ach, ich kann gar nicht durch. Ach Mann, Leute. Gut, dann muss ich einmal außen rumlaufen, wenn ihr das so wollt. Mann, das geht mir jetzt auf den Sack mit Roy, ne? Der tut so, als wäre jetzt nichts gewesen. Coroner says it's gonna take at least a week. Da. Du bist der Grund, warum es hier noch... Warum die Musik noch läuft. Hast du auch einen Zettel in der Hand? Nee, scheint nicht so zu sein, okay. Okay. Da ist nichts, aber der hat bestimmt irgendwas in der Tasche oder so. Ah, lass mal sehen. Was hast du dabei? Treffen mit Cohen und Sheldon. Ja, okay. Später heute Nacht. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Ja, ist schon crazy. Da noch irgendwas drin? Ne, leer. Okay. Majewski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing?
Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Soll das eine Andeutung sein auf Elsa, oder? So ein bisschen? Geh mir nicht auf den Sack. So. Can you drive to this one? All right, where to? Zum Treffpunkt. Ich meine, du weißt natürlich nicht, wo dieser Treffpunkt stattfindet, weil du nichts dazu beigetragen hast, mal wieder, Roy. Aber okay. Du wirst es schon finden. I feel like the fat kid at the back of a race. You sure it's Cohen making the hits? All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Being a Marine doesn't mean shit out here. Das ist genau dieser Treffpunkt, wie damals in der Zeitung. All right, let's kill these rat bastards. Hä? Wie kann er das? Wie kann er das überleben? On the roof, Cole, nail him. Warte. We're covered, Phelps. Keep moving, I'll cover you. Stay down. Mit der Shotgun sogar. Holy moly moly. Holy moly macaroni. Kannst du mal aufhören jetzt, Phelps? Ran da. Give me some cover. Ran an die Wand. Oh shit. Ja, pff. Hätte das nicht Roy sein können, hätten wir ein Problem weniger. Ja, ja. Okay. Einen haben wir schon mal. On the roof, Cole, nail him. Bye bye. Stay down. Okay, er schluckt. War es ein Headshot? Ich weiß nicht. Das sah danach aus. Keep moving, I'll cover you. Kill ihn ruhig, Roy. Ist okay. Find some cover. Ciao. So, ran an den Speck. Ran an den Speck. Auf Autoballern. Bam, 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 bam. Völlig egal, bis es in die Luft fliegt. Geht das überhaupt in dem Spiel? Ich weiß gar nicht. Ich will es mal austesten jetzt. Scheint nicht zu gehen. Get in cover. Shit, da kommt noch mehr. Komm her. Alle down, bis auf einer. Ne, hier sind noch mehrere, okay. Viel mehr. Das war's noch lange nicht. Kann ich hier hoch? Ich geh einfach mal hier hoch. Ciao. So, da unten sind noch welche. Da, einer noch. Wie es ausschaut. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on that. APL to car 11K. Car 11 King, come in. Car 11 King. 11K, go to Hollywood Station. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Car 11 King en route. Warum habe ich das Gefühl, das stimmt? Warum habe ich das Gefühl, das stimmt nicht? Du weißt doch, wo es hingeht, Mann. Stell nicht so dumme Fragen. Warum habe ich da kein... Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, der wird nicht da sein. Die wollen ihn nur irgendwie wieder zurückrufen.
Aber vielleicht ist er ja wirklich da. Roy, in my office, if you please. I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap. No buts. This is more important. Ist er wirklich her? Hier jetzt, Sheldon? You're in interview too, Putting all those Phelps. hoodlums in jail. There's a quack in there with him. What gives? Beats me. Word came down from the chief. Said it was okay. Interview Room 2. Say, could I borrow some of that mascara? 1. Stuff only. Ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Das ist immer wieder... So, 1. Wer war hier hinten, glaube ich, ne? Hier so. Da. Sheldon, is this your attorney? No, Detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Okay, ist also wirklich hier. Habe ich noch Intuition? Ich hoffe, weil sonst komme ich hier wirklich, glaube ich, nicht klar. So, fangen wir mal an. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Na, das kann ich auch wieder nicht belegen, also... Sag Courtney, Pech, es war ein Versuch wert. Becketts Geständnis. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? Warte mal. Du kannst nicht die Schuld für den im Tod geben, Phelps. Sag Courtney, es war ein Versuch wert. Das Geständnis, ne? Oder ist das bei der nächsten Frage wichtig? Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Ja. Ich probier's einfach mal. Jack isn't scared of you, Phelps. And none of us were. We just followed your orders. Das kann nicht wahr sein. Ich denke jedes Mal, ich habe es und dann habe ich es doch nicht. Es ist zum Kotzen. Wirklich. Was ist das? You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Ich setze die Intuition an, ist mir jetzt egal. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Ich würde das jetzt wieder nehmen. Es ist ein Witz. Oh Mann, ey. Ich weiß es nicht. Ich würde es nochmal nehmen. Sag Courtney Pech, es war ein Versuch wert. Ich würde das wieder nehmen. Geplantes Treffen von Courtney Sheldon mit Mickey Cohen. Das hat nichts damit zu tun, ne? Ich weiß nicht, wieso du mir das anhängen willst. Wo sind die Beweise? Du hattest also Gelegenheit. Warst auf dem Schiff. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich nehme das jetzt einfach nochmal. Es wird wahrscheinlich verkehrt sein. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot.
Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You or Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Ja, und somit hat Roy sein Ziel erreicht. Das wollte er wahrscheinlich dann auch bezwecken damit. Ja. Trotz der Bandenkriege und eines ungelösten Raubs wird nur eine Story die Schlagzeilen beherrschen, und zwar das mit Phelps und Elsa. Ja, das ist so das erste Mal in der Story, dass Phelps nicht aufgestiegen ist, sondern das Gegenteil ist eingetreten. Er wurde degradiert. Und ja,
das war's damit mit dem Sittendezernat. Und jetzt sind wir im Branddezernat. Aber das machen wir nicht in der nächsten Folge, denn in der nächsten Folge werden wir erstmal im freien Spiel unterwegs sein. Aber in dieser Folge müssen wir jetzt natürlich nochmal die 5 Sterne hier holen. Ich habe nur 4 Sterne, ihr seht es. Das heißt, ich muss da jetzt nochmal rein und ja, ich gucke mal, ob jetzt noch irgendeine Cutscene kommt. Wenn ja, dann schauen wir uns die natürlich nochmal an. Ansonsten wiederhole ich den Fall natürlich nochmal. Okay. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Ich weiß gar nicht, ob ich die Leiche überhaupt untersucht habe. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich kann mich da irgendwie nicht dran erinnern, dass ich das gemacht habe. Weil irgendwie... Ich glaube, ich habe das vorhin wirklich nicht gemacht. Ist da noch irgendwas drin? Nee, ist auch nichts Relevantes drin, also, aber es ist trotzdem. Kann man ja auch einfach mal gezeigt haben. Dann fangen wir mal an mit der Befragung von Elsa. Da habe ich ja auch irgendwas falsch beantwortet. Ich mache jetzt einfach beide nochmal. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to 2 tons of morphine? He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Okay, ich glaube, das hatte ich auch schon richtig. Das ist jetzt das, was ich falsch beantwortet habe. Oder falsch gedeutet habe, besser gesagt. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Ja, da hatte ich ja diese, genau, da hatte ich ja diese hier, da hatte ich ja hier diesen Blue Room Ausweis genommen. Aber man muss einfach nur den bösen Cop spielen, beziehungsweise anzweifeln. The only way you're going to get rid of me is to give me an answer. I knew Cornell. We worked together a few years ago. He loved the music, but the music didn't love him. What does that mean? It means that he just wasn't that good. He was a sad, lonely cat. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Gut, das kennen wir ja schon. Das können wir überspringen. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, Detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words and very noble. But words are just words, Cole Phelps. She's right. Da sind wir wieder. Im Revier. Beziehungsweise auf dem Revier. Und jetzt geht's nochmal an die Befragung von Jack Kelso. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Ich werde jetzt einfach alle Fragen nochmal hier durchgehen. Ich weiß nicht genau, welche ich falsch hatte, aber wir machen einfach alle nochmal. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the Vice Squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You'd better watch your mouth. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Und das ist tatsächlich wahr. Auch wenn ich da so ein bisschen gedacht hätte, so, er guckt so ein bisschen. Aber bei ihm, ich habe ja schon gesagt, man weiß ja nicht, ob er jetzt gerade nur... Standing around, doing nothing? You look shell-shocked. Er kann ihn halt einfach nicht leiden, so, ne? Then you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? No, I didn't. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't.
Und gerade immer, wenn dieser Cut noch kommt auf Phelps, habe ich immer gedacht, es ist immer eine Lüge oder so, aber das ist tatsächlich die Wahrheit. I saw Felix Alvaro today. Good. How was he? A little pale. One of Mickey Cohen's goons had emptied about 60 BAR rounds into the bus he was driving. A public bus, in the middle of Hollywood. Are you going to tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? Yeah, and what's in it for you, Cole? Newspapers? More glory? Another promotion? Another medal at the expense of men who fought for their country? Count me out. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions, you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. Ja. So. Gut. Weiter geht's im Programm. Junge, ich werde einfach begraben von einem Auto! Oh mein Gott! Ich hab's überlebt. Juhu! Und jetzt fehlt nur noch Sheldon. Sheldon, is this your attorney? No, detective. Ja komm, sparen wir uns das Gefasel. Ach, kann ich nicht überspringen, okay. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Gut, hier hatte ich glaube ich auch nur eine Sache richtig, also gehen wir es an. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. It leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Na, ich glaube, hier lag ich falsch und das ist hier eine Lüge. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Und da soll man nämlich das Schützen-Notizbuch nehmen. Eintrag über ein geplantes Treffen von Courtney Sheldon mit Mickey Cohen. Hätte ich auch selber drauf kommen können, ganz ehrlich. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Gut, wenn der Arzt das bestätigt, dann ist es natürlich absolut korrekt. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll, and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Ja, das hatte ich ja schon richtig. Aber das erste Mal habe ich das auch genommen für die erste Frage und das war dann natürlich falsch. Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett, Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer?
Doctor, good to see you. Ja, das kennen wir ja schon. Das brauchen wir nicht nochmal sehen hier. Ja, ja. Phelps ist der Böse, Roy ist der Gute. Ja. Er verliert alles, was er sich aufgebaut hat. Familie, Kinder. Sein Dienstgrad an der Polizei. Aber das ist nicht das Ende der Story, denn wir haben ja noch das Branddezernat vor uns. Also kommen noch einige spannende Fälle auf uns zu. Ganz schön viel Fahrzeugschaden. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Okay, wir werden trotzdem degradiert, aber ich konnte es zumindest auf 5 Sterne abschließen. Das ist doch super. Und wir können einmal nochmal auf die Trophäen gucken, die wir jetzt noch so machen, holen müssen. Weil das habe ich relativ selten gemacht in der letzten Zeit, eigentlich so gut wie nie. Und beim nächsten Mal machen wir dann einmal die freie Fahrt. Also, ich sage immer freie Fahrt, das ist der freie Modus. Da werden wir dann alle restlichen Autos uns holen. Wir werden die Straßenverbrechen im Sittendezernat alle machen, die noch offen sind. Und wir werden eine Waffe benutzen, die ich bisher noch nicht verwendet habe. Da werden wir dann auch in einen ganz, ganz alten Fall zurückkehren. Und ja, das mit Nicholson, Galvanisierung, das ist der letzte DLC, der noch fehlt. Den haben wir dann im Branddezernat. Das kommt also auch dann demnächst. Und man sieht, es sind ja eigentlich auch nur noch 8 Trophäen bis zur Platin-Trophäe, weil der DLC-Fall gehört halt nicht dazu, aber ich will ja 100% überall haben in der Trophäenliste, deswegen mache ich das natürlich auch. Was fehlt denn jetzt noch? Eine versteckte Trophäe? Gut, dann werde ich da auch nicht näher drauf eingehen. Der lange Arm des Gesetzes, alle Straßenverbrechen. Gut, das sind jetzt noch die im Sittendezernat und dann haben wir noch, glaube ich, 5 im Branddezernat. Die werde ich dann aber versuchen, möglichst während des normalen Durchlaufes zu bekommen und nicht dann... Ich möchte möglichst keinen freien Modus spielen im Branddezernat. Die Stadt der Engel, 100%. Gut, da arbeiten wir ja derzeit dran, genauso wie bei den Storyfällen mit der 5-Sterne-Wertung. Das ist alles soweit in Arbeit. Ich habe auch noch keine einzige Gold-Trophäe, zumindest im Hauptspiel. Das ist auch schon ein bisschen erstaunlich. Und es gibt sonst noch so Pistole und Co. Genau, erledige mit jeder Schusswaffe mindestens einen Schurken. Da bin ich auch mit dabei. Und leidenschaftlicher Sammler, finde und untersuche 95% aller Hinweise. Gibt's sonst noch irgendwas? Autofanatiker, fahre jeden Fahrzeugtyp in der Stadt. Das holen wir uns dann beim nächsten Mal. Und ja, also beim nächsten Mal gibt es dann Autofanatiker als Trophäe. Und die anderen, die kommen ja dann auch demnächst. Also da arbeitet man ja schon das gesamte Spiel dran, teilweise an den Straßenverbrechen und an den 5-Sterne-Fällen. Da kommt dann irgendwann, ja, kann man das dann ernten, was man da gesät hat. Und dann ist die Platin eigentlich nicht mehr so weit weg. Okay, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch dann im nächsten Fall wieder. Beziehungsweise beim nächsten Mal gibt es keinen Fall. Doch einen, aber den haben wir schon gemacht. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann.